Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über den Beruf Verkäufer und lernen viele nützliche Sätze aus dem Alltag. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich sehr auf dieses Thema, weil viele Menschen nicht genau wissen, was ein Verkäufer eigentlich jeden Tag macht. Heute erklären wir in einfacher Sprache, warum viele diese Arbeit wählen und was man dafür mitbringen sollte. Viele Menschen entscheiden sich für den Beruf Verkäufer, weil sie gerne mit anderen sprechen und jeden Tag Kontakt zu neuen Kunden haben. Man sagt oft, dass ein offenes Lächeln schon die halbe Arbeit ist, und viele fühlen sich dabei wirklich wohl. Ein weiterer Grund ist, dass man schnell in diesen Beruf einsteigen kann. Viele Geschäfte suchen regelmäßig Personal und oft reicht Motivation und Freundlichkeit. Viele sagen immer, Hauptsache zuverlässig sein und gut mit Menschen umgehen können. Manche wählen diesen Beruf auch, weil er sehr abwechslungsreich ist. An einem Tag spricht man viel mit Kunden, am nächsten Tag hilft man beim Einräumen von Waren oder beantwortet Fragen. Die Leute sagen oft, kein Tag ist wie der andere, und das macht Spaß. Für viele ist auch wichtig, dass man in diesem Beruf viel über Produkte lernt. Man bekommt ein gutes Gefühl dafür, was Kunden brauchen und wie man ihnen wirklich helfen kann. Viele Verkäufer sagen deshalb, dass sie jeden Tag etwas Neues entdecken. Natürlich spielt auch eine Rolle, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, die ähnliche Aufgaben haben. Das Team ist im Verkauf sehr wichtig und viele sagen, dass gute Kollegen den Arbeitstag viel leichter machen und man sich gegenseitig unterstützt. Und viele Menschen schätzen, dass man als Verkäufer schnell merkt, ob man die Arbeit gut macht. Die Kunden bedanken sich, man bekommt direktes Feedback und sieht sofort, wenn jemand zufrieden ist. Das gibt ein gutes Gefühl und motiviert viele weiterzumachen. Wenn man all diese Gründe zusammennimmt, versteht man gut, warum so viele Menschen diesen Beruf wählen. Es ist ein Job mit Kontakt, Bewegung und vielen kleinen Momenten, die den Alltag lebendig machen und den Menschen Freude bringen. Und genau diese Mischung macht den Beruf interessant für unterschiedliche Personen. Manche kommen direkt nach der Schule, andere wechseln später, weil sie etwas Praktisches wollen. Am Ende geht es darum, Menschen zu helfen und gemeinsam den Alltag zu gestalten. Ein typischer Arbeitstag als Verkäufer beginnt oft damit, dass man den Laden vorbereitet. Viele sagen dann gern erstmal ankommen und einen Überblick machen. Man schaut, ob alles ordentlich ist, ob genug Ware da ist und ob die Preise richtig stehen. Danach kommen meistens schon die ersten Kunden. Viele Verkäufer sagen immer, der erste Eindruck zählt. Deshalb begrüßt man die Leute freundlich und ruhig. Oft fragen die Kunden sofort nach bestimmten Produkten und man hilft ihnen Schritt für Schritt weiter. Eine wichtige Aufgabe ist auch die Beratung. Viele Kunden wissen nicht genau, was sie brauchen und sagen dann zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher. Als Verkäufer erklärt man dann geduldig die Unterschiede und zeigt, was gut passen könnte. Natürlich gehört auch das Arbeiten an der Kasse dazu.
Viele sagen immer, dass es dort manchmal stressig werden kann, vor allem wenn viele Menschen auf einmal kommen. Dabei bleibt man ruhig, sagt freundlich Bitte und Danke und versucht, schnell und genau zu arbeiten. Im Laufe des Tages muss man auch Waren einräumen oder Regale auffüllen. Die Leute im Verkauf sagen oft, Ordnung ist das A und O, weil die Kunden sofort merken, wenn etwas fehlt. Man sorgt also dafür, dass alles sauber und übersichtlich aussieht. Manchmal gibt es auch schwierige Momente, zum Beispiel wenn ein Kunde ungeduldig wird oder etwas reklamieren möchte. Viele Verkäufer sagen dann, ruhig bleiben hilft immer. Man hört zu, sucht eine Lösung und zeigt, dass man die Situation ernst nimmt. Ein großer Teil der Arbeit ist es auch, Fragen zu beantworten. Manche Kunden wollen nur kurz schauen, andere sagen direkt, ich brauche Hilfe. Man versucht, jedem ein gutes Gefühl zu geben, damit sie gern wiederkommen und sich wohlfühlen. Und am Ende vom Tag macht man oft noch einen kleinen Check. Viele sagen dann einmal alles durchgehen. Man schaut, ob die Kasse stimmt, ob der Laden ordentlich ist und ob alles für den nächsten Morgen vorbereitet ist, damit der Tag ruhig starten kann. Wenn man alles zusammenfasst, merkt man schnell, dass der Alltag im Verkauf sehr vielseitig ist. Man bewegt sich viel, spricht mit vielen Menschen und hat ständig kleine Aufgaben, die den Tag strukturiert und lebendig machen. Wenn man als Verkäufer arbeitet, merkt man schnell, wie wichtig gute Kommunikation ist. Viele sagen immer klar, sprechen hilft viel. Man lernt, freundlich zu erklären, aufmerksam zuzuhören und auf die kleinen Details zu achten, die für Kunden wichtig sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Geduld. Viele Kunden brauchen Zeit, um sich zu entscheiden oder stellen viele Fragen. Verkäufer sagen dann oft, ruhig bleiben und Schritt für Schritt helfen. Dadurch entwickelt man eine Ruhe, die auch im Alltag sehr nützlich ist. Man lernt auch, gut mit Stress umzugehen. Besonders an Tagen, an denen viel los ist, muss man konzentriert bleiben. Viele sagen dann einfach durchatmen und weiter. Dieser Umgang mit Stress hilft vielen später auch in anderen Jobs und Situationen. Außerdem entwickelt man ein gutes Gefühl für Produkte. Verkäufer sagen häufig, wer sein Produkt kennt, kann besser beraten. Mit der Zeit versteht man, was Kunden wirklich brauchen und kann viel schneller erklären, warum etwas gut passt oder nicht. Auch die Fähigkeit, Probleme zu lösen, wird stärker. Manchmal läuft etwas nicht wie geplant oder ein Kunde hat ein Anliegen. Viele Verkäufer sagen dann zuerst Lösung suchen. Dadurch lernt man, ruhig zu bleiben und flexibel zu denken, ohne unnötigen Stress. Ein sehr wertvoller Skill ist auch Teamarbeit. Im Verkauf ist man selten allein und viele sagen immer, ohne gutes Team geht nichts. Man unterstützt sich, teilt Aufgaben und merkt, wie viel leichter die Arbeit wird, wenn alle gut zusammenarbeiten. Mit der Zeit wird man auch selbstbewusster. Verkäufer sagen oft, ich weiß, wie ich auftreten muss. Man lernt klar zu sprechen, freundlich zu bleiben und trotzdem sicher zu wirken. Dieses Selbstbewusstsein hilft auch privat, zum Beispiel bei Terminen oder Gesprächen. Und natürlich entwickelt man ein gutes Zeitgefühl.
Viele Aufgaben müssen gleichzeitig erledigt werden und Verkäufer sagen oft einfach priorisieren. So lernt man richtig einzuschätzen, was sofort wichtig ist und was noch warten kann. Wenn man all diese Fähigkeiten betrachtet, merkt man, dass der Beruf Verkäufer viel mehr ist als nur Ware verkaufen. Man wächst jeden Tag ein Stück, sammelt Erfahrung und stärkt Fähigkeiten, die einen im ganzen Leben begleiten. Viele Menschen sagen, dass der Beruf Verkäufer sehr lebendig ist, weil man jeden Tag andere Situationen erlebt. Das gefällt vielen, denn man hat immer Kontakt mit Menschen und merkt sofort, wenn man jemanden glücklich gemacht hat. Dieses direkte Feedback motiviert viele sehr. Ein großer Vorteil ist auch, dass man schnell in den Beruf einsteigen kann. Viele Geschäfte suchen regelmäßig Personal und wer zuverlässig ist, findet oft zügig eine Stelle. Viele sagen dann einfach Chance nutzen, weil man hier wirklich viel lernen kann. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man ständig in Bewegung bleibt. Verkäufer sagen oft, sitzen kann ich später. Man läuft viel, räumt Ware ein, spricht mit Kunden und hat immer etwas zu tun. Das macht den Tag abwechslungsreich und hält einen aktiv. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Herausforderungen. Viele Verkäufer sagen, dass manche Tage sehr stressig sein können, besonders wenn viele Menschen gleichzeitig etwas möchten. Dann bleibt man ruhig, sagt freundlich, ich kümmere mich gleich und arbeitet konzentriert weiter. Ein schwieriger Moment entsteht manchmal, wenn Kunden unfreundlich sind oder ungeduldig reagieren. Verkäufer sagen dann, ruhig bleiben bringt am meisten. Man versucht, höflich zu bleiben, eine Lösung zu finden und die Situation nicht persönlich zu nehmen. Auch die Arbeitszeiten können eine Herausforderung sein. Viele Geschäfte haben lange geöffnet und man arbeitet manchmal früh, spät oder am Wochenende. Viele sagen aber, dass man sich mit der Zeit gut daran gewöhnt und einen guten Rhythmus findet. Trotz dieser Punkte sehen viele Menschen den Beruf sehr positiv. Man hat ein stabiles Arbeitsfeld, viele Entwicklungsmöglichkeiten und lernt Fähigkeiten, die man ein Leben lang nutzt. Verkäufer sagen deshalb oft, dieser Job gibt mir viel zurück. Und genau diese Mischung aus Kontakt, Erfahrung und Bewegung macht den Beruf für viele attraktiv. Man wächst an den täglichen Aufgaben und merkt, wie viel man selbst erreichen kann, wenn man aufmerksam und freundlich bleibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr einen guten Einblick in den Beruf Verkäufer bekommen habt und viele nützliche Sätze für den Alltag gelernt habt. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen und freuen uns, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder dabei seid. Abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche deutschen Wörter euch heute am besten gefallen haben. Die Herausforderung. Die größte Herausforderung kommt oft, wenn viele Kunden gleichzeitig da sind. Für manche ist es eine Herausforderung, ruhig und freundlich zu bleiben. Der Eindruck. Der erste Eindruck ist für viele Kunden sehr wichtig. Ein guter Eindruck entsteht oft schon durch ein einfaches Lächeln. Die Beratung.
Eine gute Beratung hilft dem Kunden, schneller eine Entscheidung zu treffen. Viele Verkäufer sagen, dass eine klare Beratung Vertrauen schafft. Die Geduld. Mit Geduld kann man viele schwierige Situationen besser lösen. Manchmal braucht ein Kunde viel Zeit und Geduld macht alles einfacher. Die Lösung. Eine passende Lösung findet man oft durch genaues Zuhören. Viele Verkäufer sagen, dass eine schnelle Lösung die Kunden zufrieden macht.